Infinity Economics. New World, New Life, New Money. Schönen guten Tag, hallo, schön, dass Sie zugeschaltet haben. Wir sind hier zusammen in Costa Rica, neben mir unser lieber Stefan, meine Wenigkeit dazu, und wir möchten ganz gerne ein bisschen was berichten über Infinity Economics. Und wir machen das so ein bisschen wie so ein kleines Interview. Ich habe mir ein paar nette Fragen eben halt überlegt, und die werden wir jetzt gemeinsam einfach mal durchgehen, und deswegen freuen wir uns, dass wir diese Möglichkeit hier bekommen. Klar, einmal ganz klar vielleicht auch mal am Anfang erklärt, wir unterscheiden uns ja absolut von allen anderen Coins oder Blockchain-Technologien. Es gibt ja mal so die zwei Richtungen, einmal Public und einmal Commercial. So, und ich glaube, da sind wir schon extrem positioniert, was diese Strategie angeht, oder? Ja, also erstmal ist ja wichtig, die meisten Technologien, die es in den letzten Jahren gegeben hat, sind ja alle mit dem Ursprung mit Bitcoin in Richtung Public gegangen, also Private. Das heißt also, eigentlich war der Weg angedacht, dort entsprechende breite Userschaft zu erreichen. Allerdings ist es eben halt so, dass in der Zwischenzeit viele davon Abstand genommen haben, weil einfach damit kein Geld zu verdienen war, das nicht erreicht worden ist, die Ziele und so weiter. Und mit Infinity ist dieser Weg wieder neu aufgegriffen worden, und man hat sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was ist notwendig, um die breite Masse zu erreichen, also tatsächlich den Personal Use, wie man so schön sagt, also den persönlichen Gebrauch in den Vordergrund stellen. Also was ist dafür nötig? Und dafür war ganz einfach nötig, eine Infrastruktur zu schaffen, die in der Lage ist, eine Ökonomie digital und vor allem dezentral nachzubilden. Und das haben wir mit der Infinity Economics Plattform gelöst. Wir haben sehr, sehr viele Funktionen dort eingebaut, die halt diesen Umfang abdecken können. Was jetzt ganz wichtig ist, weil wie gesagt, Funktionen alleine haben noch nicht wirklich einen Wert, sondern den Wert stellen letztendlich dar die Möglichkeiten, die ich aus diesen Funktionen kreieren kann und als Service der Community oder den Usern bereitstellen kann. Und das ist, wie gesagt, das in dem Stadium, in dem wir uns derzeit auch befinden, dass wir dabei sind, halt immer mehr auch außenstehende Developer hinzuzuziehen, die an diesem Projekt arbeiten, Services zur Verfügung stellen, weil letztendlich Angebot und Nachfrage ist eine Geschichte, um einen Value zu erzielen oder einen Wert zu erzielen, aber letztendlich kommt alles erst tatsächlich mit der Nutzung. Das heißt also, wenn Leute es nutzen und dann vielleicht Mehrwertdienste dann bezahlen mit der entsprechenden integrierten Bezahlmethode, dann erst kommt tatsächlich auch ein nachhaltiger Wert auf. Und das ist das, was alle anderen Coins und Plattformen und Technologien bis dahin eigentlich versäumt haben. Die ersten, die in diese Richtung gegangen sind, war Ethereum, die gesagt haben, wir wollen die Coin, also den Ether, als Fuel benutzen, und sind damit auch einigermaßen gut gefahren, weil sie einfach gesagt haben, sämtliche Smart Contracts, um die laufen zu lassen, muss das in Ether bezahlt werden. Allerdings die Richtung, in die gegangen sind, ist natürlich absolut commercial. Das heißt, das ist für Großindustrie, für Großunternehmen, die eben halt diese Smart Contracts fahren können. Und hier ist es halt so, dass bei uns die Services interessant sind, die wir anbieten können, die jeder anbieten kann, ganz nebenbei. Weil es ist ja ein Open Source Projekt, und die kann jeder anbieten, jeder kann Services integrieren, was auch immer ihm einfällt. Letztendlich der Markt oder die Leute werden entscheiden, ob sie diese Service gut finden und anschließend nutzen. Und wenn sie die eben halt nutzen, auch das ist eben halt möglich, die zu monetarisieren oder zu Geld zu machen später, eben Mehrwerte dort einzubauen, noch weiter zu verbessern, diese Services, und damit eben halt auch integriert auf der Plattform automatisiert damit Geld zu verdienen. Die Community, die ist mittlerweile ja über 40.000 User stark, also es sind über 40.000 Menschen mittlerweile, die ja auch, sagen wir mal, ein bisschen kreativ werden sollten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei uns in der Technologie einige Besonderheiten.
Das heißt, diese Subscription zum Beispiel, vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, das ist ja was ganz Besonderes in unserer Blockchain-Technologie. Ja, wie gesagt, eins der wesentlichen Themen, damals ist PayPal damit relativ groß geworden, war ja im Monetarisierungsprozess oder im Geldmachtprozess von Dienstleistungen war es wichtig, dass Abosysteme praktisch gefahren werden konnten. Das heißt, es musste in irgendeiner Art und Weise etwas ran, was es damals ja auch bei Banken noch nicht gegeben hat. Also ich konnte zwar einen Dauerauftrag machen, aber es war sehr aufwendig und den Dauerauftrag musste ich dann auch genau spezifizieren, wie lange, und der ging halt nur eine bestimmte Zeit und so weiter. Jetzt war PayPal der erste in dem Bereich, dass die automatische Payments gemacht haben, sodass der Kunde sich ab dem Moment, der Anbieter hat einfach gesagt, okay, akzeptiert, und der Kunde hat automatisiert dann vom PayPal-Account das abgebucht gekriegt und ist an den Anbieter geflossen. Solange bis der Kunde zum Beispiel auch Widerruf gemacht hat oder eben der Anbieter hat von vornherein gleich gesagt, einen gewissen Zeitraum, 24 Monate oder was auch immer, also frei justierbar der Zeitraum dieses Abosystems. Und das gab es bis jetzt im Blockchain-Bereich überhaupt noch nie. Wir haben das eingebaut in unser Zahlsystem, weil einfach viele Sachen sich heutzutage ideal dazu eignen, Abosysteme darauf aufzubauen, die eben halt monatlich, wöchentlich, täglich, wie auch immer, bis auf eine gewisse Zeit oder auf Widerruf oder wie auch immer laufen sollen. Und das gab es im Blockchain-Bereich überhaupt noch nie. Wir sind die erste Plattform, die das integriert hat und somit natürlich einer sogenannten Monetarisierung in diese Richtung absolut bahnbrechend sind. Von der Technologie her kann man ja uns, glaube ich, auch schon so ein bisschen einkategorieren unter den ersten 5, so unter den Top 5, was wir tatsächlich an Möglichkeiten dort geschaffen haben. Rein technischer Natur, kann man das so sagen? Also rein technischer Natur würde ich sagen, wir sind rein technisch sogar auf Platz 1. Da es derzeit keine einzige Plattform gibt, die technologisch in der Lage ist, das zu leisten, das anzubieten, was wir auf dieser Plattform haben. Dazu kommen natürlich auch dann einhergehend die Rechnerleistungen, die aufgebaut werden. Wir haben über 200 Nodes mittlerweile stehen. Ja, das ist also auch eine sehr, sehr stramme Leistung. Wir haben angefangen, wie gesagt, mit dem Mainnet. Als Mainnet waren roundabout 25 Nodes, die also auch als Community-Netz weiterhin immer bestehen bleiben werden. Und aus diesen jetzt mit Freigabe der Source Codes und Freigabe der Nodes, also der Node-Software, haben sich immer mehr dafür interessiert und interessieren sich auch immer mehr dafür, Nodes selber am Laufen zu haben. Und wie gesagt, bis jetzt sind wir aktueller Stand über 200 Nodes, die wir am Laufen haben. Das ist für die kurze Zeit eine Wahnsinnsentwicklung. Wir sind also node-technisch weiter beispielsweise als Waves oder Lisk, die ja wesentlich länger noch im Markt sind. Sind wir rein jetzt technologisch vom Netzwerk her wesentlich weiter als die, und wir sind kurz davor, sogar Next, das als Urgestein sozusagen, zu erreichen, was das Node-Netzwerk anbelangt. Und das ist also schon eine sehr, sehr stramme Leistung für die Kürze der Zeit, die wir jetzt gerade public sind. Mhm. Okay, das ist natürlich auch hochspannend. Also wenn man sich ein bisschen mit den ganzen verschiedenen Unternehmen, die da unterwegs sind, beschäftigt, dann kriegt man natürlich schon einiges mit, was da so alles passiert. Viele fragen sich natürlich auch, wie sieht es aus mit dem Listing? Ja, also das heißt, welche Exchange werden für uns attraktiv werden? Wann kann man davon ausgehen, dass wir dort gelistet werden? Was ist technisch noch nötig, damit sowas überhaupt passiert? Also das Wichtigste ist ja, dass wir, wie ja schon auch die ganze Zeit kommuniziert, auf Next basierende, eine auf Next basierende Codebase haben. Das bedeutet, unser Source Code ist aufgebaut auf Next und entsprechend weiterentwickelt. Also das, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass wir zum Beispiel Automatic Subscription, also dieses Abo-System drin haben, dass wir zum Beispiel Smart Contracts drin haben an neuen Features. Das sind alles sehr sofort ins Auge fallende neue Entwicklungen, die in dieser Codebase drin sind. Der Vorteil aber ist, dass wir das offen gelassen haben. Das heißt, wir sind API-kompatibel mit Next. Das heißt also die API-Calls, die wichtig sind, um in den Exchanges gelistet zu werden,
sind offen geblieben, also somit kompatibel geblieben, und wir sind also in der Lage, relativ schnell an allen Exchanges, wo Next gelistet war oder gelistet ist, aufgenommen zu werden, weil wir einfach kompatibel sind mit der schon vorhandenen Arbeit, die dort geleistet worden ist, um Next aufzunehmen. Jetzt haben wir ja dazu auch, sagen wir mal, die Community. Das gab es ja auch noch nicht in der Größenordnung, dass man eben halt, sagen wir mal, auf einer Exchange ist, und wir bringen ja dann irgendwo 40.000 oder auch mehr bis dahin Inhaber der Community bringen wir mit, die ja auch dann mit dem Kurs einiges anfangen können. Das heißt, die können ja untereinander kaufen, verkaufen, traden und was nicht alles. Das ist ja auch mal eine ganz, ganz besondere Positionierung. Das hat es ja auch noch nicht gegeben in der Größenordnung. Oder? Absolut. Das war auch einer der Hintergründe, warum bestimmte Sicherheitsvorkehrungen im Launch getroffen werden mussten, weil das, wie gesagt, absolutes Neuland gewesen ist. Wir haben zum Startpunkt waren es 27.000, 27.000 User, die praktisch auf diese Plattform losgelassen worden sind im Launch. Das gab es noch nie, das war also komplettes Neuland. Von daher mussten einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dass also nicht gleich im Launch praktisch die gesamte Blockchain zusammenbricht. Und das ist uns also sehr gut gelungen, den Launch also wirklich, man kann sagen, bravourös zu meistern, wenn man sieht, was da im Vorfeld so mit anderen passiert ist, ob das jetzt Lisk oder Waves gewesen ist, die sehr viel mehr Probleme gehabt haben, auch spürbare Probleme gehabt haben für die Community in der Zeit. Und das haben wir also bravourös insofern gemeistert, dass wir störungsfrei aufgrund dieser Sicherheitsvorkehrungen einfach den Launch vollziehen konnten. Und wie gesagt, auch derzeit entsprechend wachsen. Sehr spannend, auf jeden Fall, was da in Zukunft passiert. Thema Zukunft, wo siehst du die Entwicklung von Infinity Economics in den nächsten Jahren? Dazu vielleicht noch mal ganz kurz auch der Hinweis, dass es ja nie geplant war, sagen wir mal, jetzt nur Geld zu machen, sondern es ist ja hier ein ganz anderer Ansatz gewünscht gewesen, und den verfolgen wir auch nach wie vor, einfach eine Lösung zu schaffen. Und vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben. Also wenn wir, da sind natürlich alle gefragt, alles richtig machen, was können wir da erwarten? Was wird da in den nächsten Jahren passieren? Was ist machbar? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wir können das, ich will das mal andersrum versuchen. Wenn wir uns einfach mal, das kennen die meisten von euch alle, uns anschauen, WhatsApp ist ein absolut Top-Messenger. Es gab Skype. Viele kennen Skype ebenfalls, aber WhatsApp hat einfach eins besser gemacht und gesagt, okay, Messenger à la Skype sind super begehrt, die Leute suchen das, aber wir haben einen neuen Markt zu bedenken, und dieser Markt waren die Smartphones. Das heißt, was WhatsApp einfach besser gemacht hat, die haben diesen Messenger, der zu dem Zeitpunkt ja neu war, einfach besser gemacht, für Smartphones optimiert und damit natürlich den gigantischen Smartphone-Markt erobert. Und Skype hängt da einfach hinterher, obwohl die natürlich auch nachher auf Smartphones aufgesetzt haben und das besser lauffähig gemacht haben. Aber wie gesagt, WhatsApp war einfach besser. Die haben einfach bestehende Technologie überlegt, was geht am Markt, was ist interessant für die User und wie können wir es besser machen. Das haben sie also erfolgreich gemacht, und das ist eigentlich genau der Weg, den wir auch gehen werden. Wir schauen uns an, was gibt es am Markt, was hat eine breite Userschaft. Ich nenne dann nur mal beispielsweise eBay, Facebook, Amazon, das sind alles Sachen, wo eine breite Userschaft ist, und WhatsApp natürlich auch zu nennen. Und wenn man jetzt rangeht und sagt, was können wir noch besser machen an diesen Technologien und können die in diese Technologie integrieren und als Service anbieten, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg, Services anzubieten, die breite Masse will. Und wenn wir diesen Weg tatsächlich auch erfolgreich umsetzen können, und ich gehe davon aus, dass wir es werden, dann haben wir natürlich ein gigantisches Potenzial, weil dann ist tatsächlich Angebot und Nachfrage daraus resultieren, nicht einfach nur spekulationsbedingt, sondern dass eben Leute wirklich diesen Service nutzen wollen. Und das, da denke ich, ist erst einmal Mehrwert, also dienen, und dann kann man auch verdienen. Und das ist eigentlich der Ansatz, warum diese Plattform auch entwickelt worden ist, nämlich einen Dienst zu erbringen. Und wenn dieser Dienst exzellent gemacht ist und umgesetzt worden ist, dann werden auch viele damit Geld verdienen, weil das ist ein automatischer oder universeller Lastenausgleich, der da stattfindet. Dienen, Mehrwerte bringen und verdienen.
Okay, dann freuen wir uns auf eine fantastische Zukunft mit Infinity Economics, mit allen, die dabei sind und dann von hier aus liebe Grüße aus Costa Rica. Infinity Economics. New world, new life, new money.